Hallihallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Genshin Impact und damit zu einem weiteren Event. Das hier hat noch ein bisschen was mit dem Laternenritual zu tun, also das Hauptfest ist ja schon vorbei, aber es gibt noch ein weiteres Event und hier geht es ums Essen. Es geht ums Essen und ganz ehrlich, da sind wir kleinen Fressraupis doch ganz vorne mit dabei. Also vor allem ich bin ganz vorne mit dabei. Ich habe mir extra einen Capo gemacht, den ich nebenbei schlürfen werde, denn ich brauche irgendwas und ich kann euch ja schlecht irgendwas vorsnacken. Ich glaube, das klingt ein bisschen doof. Also trinke ich noch mein Cappuccino währenddessen. Und ich gucke mal, wie lang das hier gehen wird. Also es sind noch nicht alle Teile freigeschaltet, soweit ich weiß. Denn das ist wieder tagesabhängig. Ich glaube, man muss immer 2 oder 3 Tage warten, bis man dann den nächsten Part spielen kann. Und ich glaube, es sind nur 2 erst freigeschaltet. Oder vielleicht sogar 3. Wir gucken mal. Ich weiß nicht, wie lange ein Part gehen wird. Ob ich alles in ein Video klatschen kann. Ja, ich habe klatschen gesagt. Oder ob ich das in 2 Teile mache. Wir gucken uns jetzt einfach mal die erste Folge an oder den ersten Part. Und ja, ich denke mal, wir entscheiden einfach mal ganz spontan. Okay? Okay. Ich habe mich hier schon hingebeamt. Ja, Scotty beam me up. Und ja, wir schauen einfach mal. Wir müssen uns jetzt den Aushang, nicht den Anhang, den Aushang anschauen. Also denn, Ankündigungstafel. Wangshu in now hiring. Urgently seeking one temporary chef willing to pay top Mora salary Money! Look, Traveler, an urgent hiring notice. Aber ich hätte gerne Urgesteine. Oh, Paimon likes the sound of that. Seltsam, warum sucht das Gasthaus Wangshu plötzlich einen Küchenchef? Ja, genau, es gibt hier nämlich einen. You're right, it is strange. Do you think something happened to Yenshao? Because that guy barely lets anyone ever set foot in his kitchen. Doesn't exactly seem like the type to hire help. Ja, gucken The wir mal. notice says interested parties should go upstairs and talk to the innkeeper Huayan. Should we go and see what's up? Ja, willst du fragen, was mit dem lächelnden Yang Shao los ist? Du willst fragen, wie viel sie bezahlen. Sie will fragen, wie viel die bezahlen, damit sie sich Essen kaufen kann. That. And to check up on Yenshao, of course. Ja, Paimon, ich kenne dich doch. Gut, erkundige dich bei, diese Namen ewig, ne? Huayan. Okay. Dem Verwalter vom Gasthaus Wangshu nach den Einzelheiten. Na, dann gucken wir doch mal, ob keiner guckt, wie gut, dass wir nach oben teleportieren können. Ich liebe es. Dödüm, 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 dödüm. Hallo, was ist denn los? Da bist du ja. Oh. Boss, ich bin nicht... there's really no need for this. It's just a little burn. Das hat keiner gesehen. It won't get in the way of my work. Perhaps not, but continuing to work will only Nee, hinder ich bin your da unten recovery. irgendwo, You Leute. need to rest for a few Bin ich days. da oben? We'll figure something out. Oh nein, was ist mit dir los? Yenshao! Ich rühre mal mein Kapo um, nicht wundern. Traveler and Paimon, what brings you to this neck of the woods? Oh, sorry. Wir haben unten eine Stellenausschreibung gesehen. And we decided to come check up on Yenshao. Ja, ist mit dir alles in Ordnung, my boy? I knew we shouldn't have Mein posted that notice. muskelbepackter Boy. It's really nothing to worry about. I'm fine. I swear. Okay. How kind of you. My thanks to you both. And thanks on Yanshao's behalf too. There's nothing to be embarrassed about, Yanshao. Just tell them what happened. Oh, all right. Well, basically, we had a lot of guests pouring in for the lantern ride. Things got busy, I started rushing, and I ended up accidentally burning my hand while no. plating a dish. Ach so, Leute, wieder die verspätete Warnung, da es ein Event ist. Ich weiß, manche können es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber ab und an kommt ja doch jemand Neues dazu. Da das hier ein Event ist, könnte es sein, dass wieder einmal Spoiler mit enthalten sind über Charaktere, denen wir noch nicht begegnet sind, über irgendwelche Story-Abschnitte oder. Bis jetzt ist ja zum Glück noch nichts passiert. Ich warne wieder einmal vor. Ihr wisst, ich mache das ganz gerne, denn man weiß ja nie, ne? Nachher heißt es, Anni, warum hast du nichts gesagt? Und die das jetzt nicht mehr hören wollten, sorry dafür, meine Lieben. Großes Herzchen. Das klingt überhaupt nicht nach dir. Well, you know what they say.
play with fire long enough and you're bound to get burned. Even the best chefs slip up sometimes. Anyway, it's nothing, just a tiny burn. I can still... Now. I don't want you pushing yourself. You'll only make it worse. And then you'll be looking at more than just a couple of days off to recover. But the lantern rite's only just finished. And we're still Ja, getting deswegen tons sind of wir ja guests. hier, um Now's jetzt not a ordentlich zu good time futtern for nach me dem to rest. Laternenritual. Plus, lots of the guests are visiting from other nations. Aha. We can't just bring in some random chef off the street. Hey, ich bin kein dahergelaufener Koch, I ja. refuse to let someone else ruin the Ich good name bin we've die made for ourselves Beste, here. also kannst du mich auch nehmen. Listen to you. Anyone would think that you're the boss and not me. But he's not wrong. Yan Xiao was one of the favorites in the Masterful Chefs tournament. No matter how you look at it, his are big boots to fill. I don't mean to boast, but any chef of my caliber probably has their own restaurant to look after. It's not going to be easy to find someone who's got the skills and has the time to help us out. Looks like we might have to increase the pay we're offering even further. Do we know anyone that's a good chef and has the time to help out? Ja, hallo? Vielleicht ist dieser jemand näher, als du denkst. Du schaust ihn vielleicht gerade an. Wir machen das zweite. Oh, of course, you! Ja, Paimon! Right. Yes. Now I think about it, I do recall hearing good things about your cooking ability. I suppose I'd added you to my mental list of people who can hold their own in a combat situation, but forgot you can cook. Why are you even keeping a mental list of people who can fight? Ja, eigentlich schon, ne? Maybe a story for another time. More importantly, I'm sure Yan Xiao would be comfortable leaving his kitchen in your hands, if anyone's. What do you think, Yan Xiao? Ja, was sagst denn du? Well, since it's you, Ja. I suppose that's better than anyone else. Oh, das ist so süß von dir, Yan Xiao. What do you think, Traveler? Should we do it? Natürlich. Es gibt Urgesteine, meine Liebe. Hat der Verwalter gerade gesagt, dass er die Bezahlung höher ansetzen wird? Wer hätte gedacht, dass lächelnder Yan Xiao mal seine Küche verlassen würde? Ja, wir nehmen das zweite. I should warn you that cooking for customers is quite a different ballgame from cooking for yourself, so I'll stick around the kitchen Ja, over the next few solange du days auf to einem help Stuhl smooth sitzen things bleibst, over. ist alles in Ordnung, mein Lieber. So he's not leaving the kitchen after all? I believe there's some spare kitchenware here at the inn. Boss, would you mind? Of course. I'll take care of it. Das ist lieb. Dankeschön. Oh, wow. Was zimmert der denn da zurecht? Jo! Come, take a look. Oh This mein was made Gott. with your measurements in mind. Das sieht so toll aus, ne? Ich hätte ja auch so gerne eine Küche mit Kochinsel. Aber dafür bräuchte ich eine anständige Küche, die groß genug ist. Und das wird nie in meinem Leben passieren. Also wird das wohl immer ein Traum bleiben. Aber sowas sieht toll aus. Du hast deine wahre Berufung verfehlt. So eine fachmännische Schreinerarbeit. No, Ja, it's kannst du mir nothing. mein Haus bauen A mit der little großen Küche handicraft and elbow und grease goes a Kochinsel? long way. All right, Yan Xiao. I'll leave you to take it from here. Okay. You really went to all the trouble of building a new stovetop? What was wrong with the original? Boy, you really hate when people touch your stuff, huh? No, it's nothing like that. As Boss always says, hire who you trust and trust who you hire. I just thought the original setup might be a little, tall for you. Hallo, spielst du gerade auf meine Größe an? Ich glaub's ja wohl nicht, hä? Wenn du willst, treffe ich dich auch am Kopf mit meinem Fuß, ja? Ja? Hä? Für dich sieht doch jeder klein aus, oder? Für mich wäre das nun kein Problem gewesen. Leute, ich bin ja nun auch kein großer Mensch, aber komme aus einer Familie, wo alle Riesen sind. Das habe ich euch ja schon einmal erzählt, ne? Ich bin ja die kleinste von allen. Ich sag ja immer, meine Eltern haben sich keine Mühe bei mir gegeben. Aber bei meinen Geschwistern schon. Und tatsächlich bin ich immer voll empfindlich, wenn die Leute mich klein nennen. Oder dieses, das ist ja süß, dass du so klein bist. Ich kann das nicht hören. Ich kann es nicht hören. Ich wäre auch gerne mindestens 1,70 groß, aber selbst das habe ich nicht geschafft. Okay, jetzt geht's mir besser. Und du erwähne nie wieder, dass wir klein sind, okay? Lächelnder Yan Xiao, sonst lächelst du nämlich nicht mehr, okay? Okay. So,
Was nehmen wir hier? Wir machen, für mich wäre das nun kein Problem gewesen. Aha. Anyway, as I was saying, cooking for guests is different from cooking for yourself. Not only mein do Kaffee you wird have kalt. to Ich execute muss den on schneller taste, trinken. aroma, and appearance, but you also need to ensure speed, precision, and consistency. Okay. Having the right equipment is a big part of that. Ill-suited equipment doesn't just make the job more tiring, it also slows you down. And paying customers don't have unlimited patience. Sometimes cooking is all about being well prepared. That's how you ensure speed. Okay, and what about precision and consistency? Precision all comes down to using your eyes. Where to slice into a particular cut of meat, how much oil to use, how to tell when a dish is done cooking. When you cook for yourself, you can always add salt if it's too bland or add water if it's too salty. You can tweak the taste as you go, but in a restaurant, there's not that much room for trial and error. Darüber mache ich mir keine allzu großen Sorgen. Worst case scenario, Paimon can deal with any subpar dishes by Okay, Paimon. making sure Wir they kriegen get es properly hin. disposed of. The final thing you have to focus on is consistency. You have to be able to handle the most challenging orders with the same level of technique and skill as the easiest ones. This is particularly important when you have guests from all over, each with their own tastes and preferences. You have to cater to their own dietary needs while also giving them the opportunity to enjoy our local delicacies. Alles klar. This last point is making Paimon's head spin. Don't worry. Matter of fact, someone as well-traveled as you may even have a better handle on it Das than me kriegen wir once auch you get schon started. hin. And of course, I'll be around to help you over the next few days. I don't think we'll have any trouble making all our guests feel right at home. Let's go! Lass uns kochen! Sprich mit dem lächelnden Yang Shao und beginne mit der Arbeit. Dudum, 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 dudum. Ja, guck mal, so riesig ist der Herd ja nun auch nicht. Ich hätte mich ja auch da oben hinstellen können. Okay, das funktioniert jetzt gerade nicht, aber rein theoretisch hätte ich mich auch da oben einfach draufsetzen können, ne? Gibt zwar einen heißen Popo, aber macht ja nun auch nichts. So, let's go. There's no time to lose, so let's get started. I imagine you probably have a good handle on the cooking side of things already. What you need to pay attention to is remembering each table's order. Try not to get them mixed up. Oh, Paimon's memory is like a steel trap. This is gonna be a cinch. Nach einem Tag. Bist du schon fix und fertig, mein Lieber, wa? Oh, What ticket are we on again? Table 1 was onions, but no chilies. oh nein! Oh, No hier onions. kriegst auch And table 3 was... ein Pat-Pat. Table 3 was... chilies, but... hold the chilies? Alle Gäste haben aufgegessen. Wach auf, Paimon! Was Paimon just sleep floating? Oh, ihr beiden Süßen. Du hast völlig aus dem Nichts angefangen, wirres Zeug zu faseln. We didn't even get a break in the middle. Paimon's brain has turned to mush. Is it always this busy here? Die sehen aus, als No, würden die gleich but auf der this is Stelle peak season. einschlafen. You both did a mighty fine job for your first time serving guests at the inn. Luckily, all our customers were familiar faces this time around, so we didn't get any strange requests. Otherwise, today would have been even more challenging. No strange request? Someone asked for almond tofu drizzled in soy sauce. Even Mandeltofu Paimon has never getränkt in tried that Sojasauce. combination. Also Tofu ist ja tatsächlich nicht so It's a wide meins. world out there. People have all kinds of different tastes. Being able to cater to all is the real essence of Liyue cuisine. Also, the thing about requests is that they're usually very specific. So as long as you do what they asked, you're unlikely to have any issues. What's really tricky is when guests give you free rein to do anything you want. Okay. Weil du dann nur was... Excuse me. Are you still open? Ist das Fremine? Das hört sich an wie Fremine. Let's go check it out. Den kennt ihr noch gar nicht. What should we do? Hi, ihr It doesn't look drei. like anyone's here.
Wir treffen uns auch If only bald. we'd gotten here Also a es bit dauert doch sooner. etwas, aber es dauert nicht mehr so lange. It's Es dauert alright. lange, aber nicht mehr If we lange. start building a campfire now, we'll be eating before too long. Linne, das Spektakel von Phantasmagoria. Der bekannte und allseits beliebte Zauberer von Fontaine bietet jedes einzelne Mal mit seinem überragenden Talent eine verblüffende Zaubershow. In der Regel behält er immer ein fröhliches, zuversichtliches Lächeln, egal mit wem er spricht, und streut dann ab und an zu einem kleinen Zaubertrick ein, sodass er auch jedem, mit dem er verkehrt, ein Lächeln auf das Gesicht zaubern kann. Oh ja, Linne ist so ein toller Charakter. Nur diejenigen, die ihm sehr nahestehen, wissen, dass das Bild, das er anderen von sich zeigt, auch Teil einer Zauberschau sein könnte. Aber das kriegen wir alles noch mit, meine Lieben. Right. Besides, if anyone's to blame, it's Linny. So busy being a greedy culture vulture that he lost track of time. Lynette. Dum, 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 dum. Eleganz im Schatten. Lynnes Zwillingsschwester, ein stilles Mädchen, fast so still wie eine Katze, ist in Fontaine als Assistentin des großen Zauberers Lynne bekannt. Obwohl sie sich auf der Bühne konzentriert und aufmerksam zeigt, ist sie abseits der Bühne recht wortkarg, verzieht selten eine Miene und vermeidet mit ihrer Ausrede eines Bereitschaftsmodus alle unnötigen sozialen Kontakte. Ja, tue ich auch, ne? Nur ihre Familie, die sie sehr schätzt, kann dieses scheinbar unlösbare Rätsel durchschauen und ihr wahres Ich erkennen. Ach doch, Ferne Paimon. kennt er ja schon, ne? Durch das andere Is Event. the traveler here? Hallo zusammen! Traveler Paimon! What a nice surprise! Hi, ihr Süßen! Kommt, lasst uns knuddeln zur I Begrüßung. was gonna say the same thing. We're just lending a helping hand at the inn. Habt ihr Hunger? Ich auch. Ihr berichtet den dreien, was Sache ist. Anyway, so that's how we ended up here. But what about you guys? Don't tell us. Father sent you on another mission? No, quite the opposite, actually. We're in Liyue on vacation, and while we're here, I thought a cultural tour might be in order. Father said we deserve some rest after everything that happened recently. Otherwise, it could jeopardize our next mission. Okay. It's not every day we get this kind of opportunity. Linny thought it might be fun to spend some time in Liyue, Oh. especially since it's lantern rite season. Inspirationsausflug? Und was ist das? We could hardly pass up the opportunity to watch a Liyue-style magic show. Although, I think they call it conjuring here. In our time here, we've seen conjuring tricks incorporated into a Liyue opera show, and even a wushu dance. It was amazing. So, we decided to stay here for a few more days to see what other forms of inspiration this land might have in store for us. We visited Granny Roshin in Chingsa village not long ago, and today we continued our cultural tour in the area around here. In the end, kleiner though, we Bauchredner. lost track of time. We haven't even eaten anything yet. Oh, ich mach euch was Schönes. Was möchtet ihr denn haben? And speaking of eating, as you know, seafood is a big part of both Liyue and Fontaine cuisine, but it's cooked very differently here. Okay. We simply had to try some local seafood after coming all this way. That's another reason why we decided to extend our trip. Alles klar. Oh, need any recommendations? What have you tried so far? That fish one with the misleading name. Sounds bland, but it's drowning in Dieser hot Fisch, chilies. dieser Name noch überhaupt nicht danach klingt. Oh, you mean blackback perch soup? Oh, okay. Name doesn't give much away. It looked and smelled so appetizing that Lynette took a huge mouthful, blissfully unaware that she was about to set her mouth on fire. She could barely speak for the rest of the day after that. Oh, du Arme. Luckily, that wasn't a huge adjustment for her. Du hast einen Punkt, Fremene. Plötzlich gibt Lynette einen übertriebenen Laut von sich. Aren't you guys hungry too? Wir haben immer Hunger. Hallo? Yes, a little.
Ach, Fremine, oder bist du auch so ein Knuffi? Yes, I'm ready to eat. Traveler, I'm afraid we'll have to send you back to the kitchen now. Okay, was darf's denn sein? Was möchtet ihr haben, ihr kleinen Good Süßen? question. I doubt we'll be able to decipher the menu, so why don't you recommend something? You should be pretty familiar with our tastes. Das soll ja nicht so gut sein, wenn ich selbst entscheiden darf, ne? Na gut, dann ich werde mir etwas einfallen lassen. Alles klar. One more thing. Please, if you have a heart, don't make it spicy. Keine Sorge, meine Liebe, ich kann auch nicht scharfes essen. Ich mache dir das mildeste Essen, was ich finden kann. Ich muss erstmal wissen, was ich überhaupt machen soll. So. Yan Chao, was soll ich machen, ha? Rede mit mir. Fontaine, huh? No wonder they can't handle too much spice. Still, if we make the food too bland, they might as well be eating back home. Was würdest du also empfehlen? There's this crab and shrimp stir fry I know that could work. It's quite heavily seasoned, but it's a lot milder than it looks. Ja? It has a light but really satisfying flavor. Ja, sowas ist nie verkehrt. Ooh, that sounds perfect. What's it Aber called? hallo. Well, this is where it gets interesting. They call it the Palace Jewels. The crab roe is supposed Ja, to noch look like länger pearls ging of das gold, nicht, ne? and Der the shrimp Name. meat like chunks of jade. Ah ja, okay. Er hat's noch abgekürzt. Nur vom Namen ausgeht, weiß man nicht wirklich, was gemeint ist. Here's the recipe. Huch. When you're ready, go ahead and give it a try. Okay. So, was haben wir denn hier? In jeder Herausforderung von Freunde aus der Ferne musst du ständig schneiden, mischen und kochen, um ein Gericht zuzubereiten, das der Gast wünscht. Ja, ich habe doch geklickt. Nachdem du mit dem Schneiden begonnen hast, bewegt sich der Zeiger auf dem Schieberegler zwischen den beiden Enden hin und her. Wenn der Zeiger auf den entsprechenden Bereich zeigt, klicke auf die Taste, um einen Erfolg zu erzielen. Oh Gott. Nachdem du mit dem Mischen begonnen hast, halte die Taste gedrückt, damit sich der Zeiger über den Ring bewegt. Wenn der Zeiger auf den angeforderten Bereich zeigt, lasse die Taste los, um einen Erfolg zu erzielen. Wie gut, dass ich Dredge gespielt habe, ne? Beziehungsweise spiele. Nachdem du mit dem Kochen begonnen hast, bewegt sich der Zeiger auf dem Schieberegler zwischen den beiden Enden hin und her. Wenn der Zeiger auf den entsprechenden Bereich zeigt, klicke auf die Taste, um einen Erfolg zu erzielen. Okay. Nach dem Zubereiten kannst du das Gericht auf einem Teller anrichten und dekorieren. 3 Teile des Gerichts können dekoriert werden: das Gefäß, das Zubehör und die Beilagen. Für jeden Teil gibt es mehrere Dekorationen zur Auswahl. Ja, dann würde ich sagen, let's go, oder? Bereiten wir mal zu. Es geht los, es geht los. Oh, was haben wir denn hier? Reichtum im Überfluss. Reichtum im Überfluss. Benötigte Zutaten, okay? Beschreibung des Gerichts. Eieiei. Ein frisches, schmackhaftes Gericht aus Garnelenfleisch und Krebsrogen. Verfeinert mit Salz und Goldfischkraut. Die Leute pflegen zu sagen, Krebsrogen goldener als Gold, Garnelenfleisch wie Jade. Dieses Gericht eignet sich für alle, die ein mildes Aroma bevorzugen und den reinen Geschmack von Meeresfrüchten genießen möchten. Jemand sagte einmal, Garnele auf Krebs, Frische auf Frische, welch vollmundiger Geschmack. Die Zartheit der Garnelen und die Klebrigkeit des Krebses sorgen für die Frische und den großartigen Geschmack. Der Krebsrogen scheint heller als Gold und die Garnelen glänzen wie Jade. Das nenne ich Reichtum im Überfluss. Jo, alles klar. Irgendwie habe ich das Gefühl, das hat sich gerade 30 Mal wiederholt, aber ist okay. Vielleicht kommt es ihm auch gerade auch nur so vor. Oh mein Gott, wie süß die Animation. Schritt 1, schneiden. Klicke auf die Taste im richtigen Moment, um zu schneiden. Okay. Oh. Wow. Okay, das ist noch okay. Das funktioniert. Oh ja. Zack. Bitte immer so große Flächen. Ja, das wäre ganz nett. Dann schaffe ich es auch auf jeden Fall. Ja, das lief ja schon mal ganz gut, ne? Schneiden abgeschlossen. Zerkleinertes Goldfischkraut erhalten. Und, ich glaube, Garnelen stand da, ne? Oh, ist das süß! Halte gedrückt und lass im richtigen Moment los, um zu mischen. Okay. Also, halten. Oh mein Gott, mach doch nicht so klein!
Entschuldigt, ich weiß, dass ich immer solche komischen Geräusche mache, wenn ich so angespannt bin. So. Ich könnte auch in einem Kampfspiel mitmachen. Entschuldigung, Leute. Okay, klicke auf die Taste im richtigen Moment, um zu kochen. Let's go. Das war einfach. Kochen abgeschlossen. Oh, wie Zucker. Dekoration wechseln. Oh mein Gott, Leute, ich kann überhaupt nicht dekorieren. Was haben wir denn hier? Oh, das sieht ja ganz nett aus, glaube ich. Nee, das sieht irgendwie doof aus. Das gefällt mir nicht. Was meint ihr? Sieht das nett aus? Oh, das ist ja cute. Aber irgendwie passt das jetzt gerade nicht dazu. Oh, ich glaube, das machen wir, oder? Ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, ob uns das irgendwas bringt. Ob wir das schicki machen oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir machen einfach mal weiter. Herausforderung beenden. Oh mein Gott, jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Warum war denn ihr Gesicht so nah dran? Lasst es euch schmecken, meine Lieben. Oh, Lynette. Was ist los? Gefällt es euch nicht? Ah, yes. We meant to say, you two must be tired after a long day of work. Do you want to eat with us? Ja, gerne, wenn ich darf. Aber ich habe das Gefühl, ihr wollt, dass ich es esse, damit ihr es nicht essen müsst. Well, if you insist, then who are we to refuse? Aber ihr seid immer noch unsere Gäste, also sollte der erste Bissen euch gebühren. Oh, right. Of course. You're still our customers. Why aren't you eating? The sauce looks a little overpowering. Oh nein! According to Liyue custom, it's probably good table manners to let Oh, someone else go Fremine. first. Oh, du bist so süß. Mann. Na los, René, fang du an. Looks delicious, Ja, traveler. okay. I guess I'll dig in first. Leg Here los, goes. damit die anderen auch anfangen. What is it? Do you need some water? No. It's delicious. The flavor is so pure. It's drenched in sauce, but somehow it just enhances the natural flavor Oh of mein the Gott, das sieht seafood. aber auch gut Try it for aus, yourself. oder? Mann, warum sieht denn das Essen in Spielen immer so lecker aus? Alright. Na los, Fremine. Schmeckt gut. Also, glaube ich. Ich kann es ja nicht essen. What is that? Crab roe? Yep, you have quite the palate, Lynette. No wonder it pairs so well with the shrimp meat. I've never seen it prepared this way before. According to the creator, chewy crab complements succulent shrimp, making a spectacular seafood ensemble with a succulent flavor and luscious mouthfeel. Paimon! Crab roe glitters like pearls of gold, and the shrimp shines like chunks of jade. Das hast du gut auswendig gelernt, meine The Liebe. palace jewels. So that's where the name comes from. Huh. I suppose it's quite fitting then. Was Paimon always this well spoken? Ja, war sie. Sie hat die Beschreibung auf dem Rezept auswendig gelernt. Sie wird so schnell wieder vergessen, wie sie es gelernt hat. Wir machen das This Erste. dish must be Wir right müssen up sie your nicht alley, immer dissen. Huh? It's half gone already? When did that happen? Oh mein Gott, da hat aber jemand Hunger. Das war wohl zu der Zeit, als du dich hier gerade aufgeplustert hast. I heard that in Liyue. The biggest compliment you can pay to the chef is to leave a clean plate. It's delicious. Oh, Thank you ever so much. Lynette, du kleines Knuffi-Wuffi. Don't fight over it. Hey, leave some for Paimon. Sprich mit den lächelnden Yan Shao. Hat es euch geschmeckt, Fremine? Hat sie I geschmeckt? think I'm finally getting the hang of chopsticks. Bist du noch am Üben, Fremine? Yeah. Well, Linny and Lynette picked it up in no time, but they're naturally dexterous. Unlike me, it's taken me a lot longer.
but I'm slowly getting there. Okay. Oh, speaking of chopsticks, in one of the shows we've seen here, someone performed a conjuring trick using a bowl and chopsticks. So, if I want to be a good magician's assistant, I need to keep practicing. Alles klar. Linné? Lynette's not usually so forthcoming about what she Oh, likes. okay. But this time, well, she's expressed it in more ways than one. I guess you've rubbed off on her too. Or maybe your cooking is simply too delicious to resist. Oder es liegt The next daran, time our paths dass sie cross demnächst in the meinen farm Haaren you'll aufgenommen have to wird. War ein fire up your Scherz. cooking skills for my other siblings as well. How does that sound? Oh, Er great gehört denn zu Master meinen Chef. Haaren. Nein, ich muss erst wissen, wie alt er ist. Wie alt ist er denn eigentlich? Wir müssen ja die Altersfrage immer klären hier, ne? Wie der große Zauberer wünscht. Wenn ich die Zeit habe. Machen wir das erst. Oh, yeah? Well then, I'll have to clear my schedule. Oh, süß. Okay. Race you! Lynette, hast du auch noch irgendwas zu sagen? Calorie surplus detected. Digestion mode engaged. Es ist selten, dass du so einen Appetit hast. Yeah. Well, Linny and I are usually careful about what we eat because we have to stay in performance shape. That, Ja, plus verständlich. it's generally bad manners to overindulge at the dinner table. But once in a while, it's nice to treat yourself in the company of family. Ach, ab und an ist doch okay. Besides, if I'd waited until my brothers were finished trying to outpolite each other, the food would have gone cold. Ach, Lynette, du bist auch so Zucker. Ups, sorry, Gelände. Ich wollte dich nicht mitnehmen. Okay, was hast du zu sagen? So your friends like the dish, huh? Well done. Not bad Thank at all for you. your first day on the job. There'll be more to come, so keep it up. Ja, danke sehr. Auftrag abgeschlossen. Und wir kriegen das Rezept. Das ist ja cool. Warte bis zum nächsten Tag. Wie lange nehme ich auf? 32 Minuten. Schaffe ich das noch? Ich wollte das jetzt nicht ganz so lang halten, ne? Zack. Ah ja, in 20 Stunden verfügbar und in 2 Tagen verfügbar. Dann würde ich sagen, mache ich noch Teil 2 und die beiden mache ich dann im nächsten Part, denn ich muss ja eh warten, bis das freigeschaltet ist. Also ihr seht ja das Video sowieso erst wahrscheinlich 2 Wochen später oder so, dann ist das Event schon längst wieder vorbei, weil ich eben noch das Laternenritual, hochlade bzw. fertig schnippel. Und ja, ihr wisst ja, ich bin ein bisschen langsamer, ne? Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch Freunde aus der Ferne Teil 2. Nach einem arbeitsreichen Tag seid du und Paimon bereit für die tägliche Routine hinten in der Küche. Es sei denn, es kommen Gäste von wählerischem Geschmack und strengen Anforderungen. Oh, okay. Wer könnte das denn jetzt sein? 6 bis 8, okay. So, ist ja Gott sei Dank nicht mehr ganz so lange hin. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Oh mein Gott, musst du mir denn diesen Berg zeigen? Den sehen wir gerade nicht. Ich war eben blind. So, hallo, da bin ich wieder. Morning. Hi. The boss tells me that both new and returning customers have nothing but good things to say about you. Süß. I have to admit, I was a little worried about throwing you right into the deep end. But it looks like you've got what it takes to handle the day-to-day here. So it should be plain sailing. Well, just as long as we don't run into any extremely picky customers with unreasonably specific requests. Oh, have you had Ja, someone natürlich before? kommt jetzt so einer, ne? Of So ein course. The worst are customer. those old scholars who have barely cooked a day in their life, but think reading a stack of books on the topic makes them the expert. They criticize you for no reason, claiming your cooking method isn't faithful to the original, or that the flavor profile isn't authentic because you used an ingredient that wasn't in their beloved centuries-old version of the recipe. This is Wangshu Inn. It does have the look and feel of a time-honored establishment. Hallo, Farosan. Einfallsreiche Mechanismen. Farosan, eine Gelehrte der Akademie von wenn man wieder nicht lesen kann, ne? Aber das kennst du ja nicht anders von mir. Also nochmal von vorne. Farosan, eine Gelehrte der Akademie von vor 100 Jahren. Obwohl sie der Redelehre angehört, ist sie in ganz Sumeru für ihre Errungenschaften im Bereich der Mechanik bekannt.
Einst in einer unbekannten Ruine gefangen, ging sie große Risiken ein, um zu entkommen. Doch ein Jahrhundert ist vergangen und die Stadt Sumeru ist nicht mehr der Ort, an dem sie sich erinnert. Ob es sich um akademische Meinungsverschiedenheiten oder Zeitsprünge handelt, sie hat einige Kritik am aktuellen Zustand der Akademie. Und sie scheut sich nicht, mit ihrer scharfen Zunge andere Gelehrte zu kritisieren. Aber solange man sie Frau Farusa nennt, wenn man sie anspricht, es wird dann viel einfacher werden, mit ihr zu reden. Okay. Hallo, diese Stimme. Hello, Keeper. We'll have each of your signature dishes, please. As fast as you can serve them. The most expensive ones. Okay. Farzan! Oops. Madam Farzan. Oh my. Traveler, Paimon. Whatever are you doing Hey, here? wir kennen uns noch gar nicht, ja? We could ask you the same thing. Where'd you suddenly get the funds to go sightseeing? And to order the most expensive things on the menu? I'm not here to sightsee. Exemplary scholars like myself are highly sought after by cruise operators in need of an onboard consultant as they Oh, travel the world. Dori! Madam Farzan. Oh nein, Layla! Slow down. None Oh, of du us slept last Arme! Du bist night. bestimmt jetzt total fertig How mit come der Madam Welt. Farzan still has so much energy? If she's really over 100 years old, I don't understand how she keeps going. Layla, verträumter Abendstern. Layla, eine Studentin am Oh mein Gott Institut, scheint an Schlaflosigkeit zu leiden. Besorgt um ihr Studium werden ihre Augenringe immer tiefer. Es wird gesagt, dass alle möglichen seltsamen Dinge um sie herum geschehen, während sie schläft. Die exzentrische Schlafwandlerin, die menschliche Rechnerin, Abhandlung, die vom Himmel gefallen ist, diejenige, die den Samiel-Wall mit bloßen Händen erklimmt. Infolgedessen hat sie viele seltsame Titel erhalten, obwohl sie noch nicht sehr lange an der Akademie ist. Aber so erstaunlich diese Titel auch sein mögen, sie selbst ist noch erstaunlicher. It's all my fault. She's been like this ever since I told her I'd be paying the expenses. Dori, warum machst denn du sowas? Dori, Schatz im Schlummerland. Dori, oh mein Gott, schon wieder, Bay. Herrin des Palastes, hoi, 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 hoi. Die super Großhändlerin, die alles hat, was du brauchst. Und ja, ich kann das super überspielen, oder? Dori hat durch ihren beispiellosen Geschäftssinn und ihren Enthusiasmus unglaublichen Reichtum erworben. Keiner weiß, wann oder wo sie als nächstes auftauchen wird. Ihr Angebot reicht von den bestgehüteten Geheimnissen der Akademie bis hin zu handgefertigten Schmuck. Sie verkauft auch alle möglichen mysteriösen Produkte wie Reisetrockner und automatische Schneeballabschussmaschinen, alles klar. Niemand ist sich sicher, woher sie diese Gegenstände bekommen hat. Aber solange du Mora hast, kannst du von Dori alles kaufen, was du willst. Layla! And Dori? Huh. Never would have bet on this combination. Wie auch immer, ihr solltet euch eine Weile ausruhen. Ja, Layla sollte sich vor allem ausruhen. Du führst die drei zu ihren Plätzen und erklärst ihnen, dass du derzeit im Temporary Gasthaus chef, Wangshu arbeitest. Wow. Oder No so. rest for the wicked. Well, if the chef here is trusting you to run his whole kitchen, then I've got no doubt we're in for some authentic Liyue specialties. Ja. So, why are you all in Liyue again? Something about being an onboard consultant? I got my hands on a new boat from Fontaine a while ago, equipped with cutting-edge navigation technology. If we manage to spread the word, it could have huge business potential. Okay. Wow! Right now, we're doing some test runs. We sailed from Port Ormos to Rito, then from Rito to Liyue Harbor. Next, we're planning to go to Dornman Port. Oh, Madame Farzan and me were hired to fine-tune the compass and other equipment. We sailed around the Sea of Clouds all of last night to put the system through some stress testing. Also illegale Überstunden. Overtime for which they'll both be fairly compensated. They're both here willingly. The contract is crystal clear on that. Okay. You really cover all your bases, don't you? Let Paimon guess. Paying the expenses is part of the compensation, isn't it? No wonder Madame Farazan is going for all the most expensive dishes.
It's not every day someone tells you to order whatever you like. Now, first up, we'll have the... Ja, was möchtest du? Okay. Farzan, Madam Farzan, that is. While I am more than happy to Du treat you willst both nur to the Geld most sparen, expensive dishes on the Dori. menu, we must remember that most expensive does not always mean best. I've heard that the most expensive dishes in Liyue are usually either seafood-based or take an exceptionally long time to prepare. Now, I don't know about you two, but after so many days at sea, I don't think I can so much as look at another piece of seafood again for at least the Das machst foreseeable du sehr future. gut, Dori. That's actually a good point. Oh, wow. Not to Die haben sich mention irgendwie that poor selbst Layla rausgekattet. here looks like she's about to faint from Oh hunger. nein, nee, sie schläft. Oh, that's not because of hunger. Nee, sie ist müde. Surely the wise and virtuous Madame Farzan could not bear to watch her poor students sit here and waste away. Oh, well, of course I care about my students' well-being, but why do I feel like I'm being tricked? Vielleicht, weil es so ist, meine Liebe? Oh mein Gott, Bauchrednerin! So, let's not order anything that'll take too long to prepare. Aside from that and seafood, we'll take whatever other expensive dishes you have. Over to you, traveler. Tja, okay, mal gucken, was wir euch anbieten können. Sprich mit dem lächelnden Janschau. Ich bin schon unterwegs. So, was können wir denen anbieten, den dreien? So, expensive, but no seafood. And nothing that takes too long to cook. Oh Gott. That rules out pretty much our entire menu. Do these people get a kick out of being impossible to please? That Dory. Is she doing this on purpose? Ja, ich wette, das tut sie. Es ist Dori, von der wir hier sprechen. Kiosk. This is Wangshu Inn. We don't stock up on rare and exotic ingredients. We only get them in if someone puts in a special reservation. Well, if we're stuck with regular ingredients and we're on a time limit, there's only one way to bump up the price. And that's by cooking a dish that uses the chef's expertise and creativity to the fullest. Okay. As it happens, I know a recipe for something Oh. called trembling strings Jo, was ist and das für ein rushing reeds. Name? It can be whipped up quickly with what we already have in the kitchen. One plate usually goes for 30,000 mora. Oh mein Gott. 30,000? But if it's quick to make and isn't fancy, what exactly makes Ja. it so special? Was ist denn daran so Quick geil? doesn't have to mean quick and easy. To perfect this dish, you need expert knife work and very precise control over the heat. Okay. You have to finely slice several different types of meat into fine threads, knead them together into strips, then gently stir-fry them in the pan. What you end up with is a whole variety of flavors that come through layer by layer. This dish is unique in offering a harmonious blend of multiple kinds of meat, all cooked to perfection, while still bursting with their own distinct flavors. Do it right, and you've got a culinary masterpiece in your hands. But if you botch it, it's just a bunch of meat thrown on a plate. Oh, Paimon gets it now. So this dish gets its value not from the ingredients, but the chef's expertise. Glaubst du, ich kriege das hin? Now, don't worry. I can take care of the kneading and other prep work for you. You just focus on bringing it all together. Ja, du sollst doch nicht hier ackern. Believe in yourself. You can do this. And if you mess it Okay, up, wir Paimon will be können happy es. with it. Wenn Paimon es sagt, kriegen wir es gebacken. So, dann let's go. Zitternde Saiten und trillernde Flöten. Ja, okay, alles klar. Eine äußerst komplexe Delikatesse mit vielfältigen Geschmacksrichtungen, bestehend aus Schichten verschiedener Fleischsorten, die erst geknetet und dann gebraten werden. Obwohl mit einfachen Zutaten zubereitet, ist dieses Gericht einzigartig in seiner Kreativität und Komplexität, wenn es um die Zubereitung geht. Dies macht es zu einer seltenen Delikatesse für Gourmets, auf der Suche nach dem ultimativen Gaumenschmaus. Ein Sprichwort Liyues besagt, 5 Seiten hat die Zither. Zither? 7 Löcher hat die Flöte. Sorry. Nein, Anni, du blöde Sau. Ich habe gerade andere Gedanken. Es tut mir so leid.
Ah, wie kann man nur so dumm sein, ey. Oh mein Gott, das tut mir so leid, meine Lieben. Soll ich das rausschneiden? Ey, das ist überhaupt nichts. Da steht nichts Schlimmes. Und trotzdem musste ich an, ihr wisst schon, irgendwas denken. Ah. Und so kommt es auch, dass das Gericht zitternde Saiten und trillernde Flöten mit 5 Fleisch- und 7 Gemüsesorten zubereitet wird. Allerdings ist es zu bezweifeln, dass jetzt irgendein Koch ein so kompliziertes Gericht zubereiten könnte, wie es in der Geschichte beschrieben wird. Ah. Oh mein Gott, ey. Ich bin manchmal so dumm. Ah, wir machen einfach mal, während ich darüber nachdenke, wie bescheuert ich manchmal bin. So. Wow, doch nicht so schnell, hallo? Darauf war ich nicht vorbereitet. Oh mein Gott, der freut sich auch so dolle, wenn er das richtig gemacht hat. Ich liebe die Animation, das sieht so hübsch aus. Oh. Hat keiner gesehen, ne? Oh. Okay. Puh. Oh, ja. Pat, 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 pat. Und jetzt geht's auf zu kochen. Okay, na, das lief doch ganz nett. Kochen abgeschlossen. Oh, Dekorationen wechseln. Was meint ihr? Sieht das nett aus? Irgendwie passt das Grün da nicht so zu, ne? Oh, das sieht aber auch doof aus. Nee, doch, irgendwie. Hierzu passt es, ne? Aber zu denen hier passt es nicht so wirklich. Hm? Was meint ihr? Keine Ahnung, Leute. Ich kann sowas einfach nicht. Deswegen gibt es auch keine Deko bei mir zu Hause. Food's ready. Please enjoy. Guten Hunger. Smells delightful. Oh, we meant to ask. Have you two eaten breakfast yet? If not, Ach, why das don't ist you ja join us at the table? süß. Danke, Dori. Did Dory just offer us a free Das wird sie uns garantiert How did irgendwann she noch in become so Rechnung stellen. generous? Wart's ab, Paimon, wart's Let's ab. not forget that the biggest business deals are always settled over a meal. Come on, come on, come on. Sit down and join us. Dori, du bist so Everyone berechenbar. dig in. This dish looks simple enough. And I did my research, so surely it can't cost all that much. Worst case scenario. Wenn du wüsstest. 10,000 Mora? This dish had better be worth working overtime all night for. Well, traveler, this is the moment of truth. Yo! Bau doch nicht so viel Druck auf. So sleepy. Oh, lala. Komm, ich hol dir eine Decke und ein Kissen. Alle beginnen zu essen und jeder ist in seine eigenen Gedanken vertieft, denke ich mal. Oh, wait. No, the texture is more like shroom. Mein Gott, die reden alle, ohne was zu sagen. Every bite. And the discerning palate might detect a hint of something smoked, too. Quite marvelous. Okay. How is this made? Die Rauchnote stammt vom Schinken. Ich habe Schinken hinzugefügt. Ham? But I don't see any ham anywhere. Oh. Haha, so you've noticed. Yep, every single strip is kneaded from several different kinds of meat. Paimon and Yanxiao put in a lot of effort to make it just right. So I'm not an expert or anything, but don't different meats have different cooking times? Mhm. How is everything in this dish cooked to Oh, perfection? hallo, ich will auch. You see, Alles eine Frage der that's Übung. a trade secret. Oh, sorry, ich dachte, du wärst schon fertig, Paimon. Ich habe so die eine und andere spezielle Technik, Kochtechnik drauf. Wow. So this dish really is one of a kind.
That makes the whole trip worth it. By the way, does this special dish have a name? Ah, Paimon forgot to mention that part. The dish is called Trembling Strings Ja, and Rushing gib mal wieder Reeds, an, meine Liebe. alluding to the way that the different threads of meat are woven together. And also, The complex layers of flavor, yes? Akin to the harmonies of a musical ensemble. The name, if I'm not mistaken, is a Liyue idiom that evokes a vigorous orchestral performance featuring both stringed and wind instruments playing together. Quite an apt name for this dish. how did you know all that? Every student has to master at least 20 languages before they graduate. What? 20 Not a requirement Sprachen? anymore. Ich kann ja noch nicht mal meine eigene. That used to be a thing? Oh, Paimon almost forgot that you're also from her habitat. So, anyway, how much Krieg jetzt does keinen this dish Herzinfarkt, cost? meine Liebe, obwohl du das Geld Don't hast. worry, not too much. That'll be 30,000 more, please and thank you. Please and thank you. Dori, du hast das Geld. Paimon, traveler, I merely invited you to join us at the table, did I not? I don't believe I committed to paying for you. Du Kuh. So, perhaps we could split the bill accordingly? Nein. Oh, Paimon knew it was too good to be true. 30.000 Mora sind für den großen Herrn Sangema Bay doch kein Betrag. Ich werde mit dem Verwalter sprechen und dir einen Rabatt von 20% geben. Wir machen das erste. Yeah, as a famous merchant, you've got a reputation to uphold. But every single Mora matters, you know? Zieh dich erst einmal anständig an, okay? Hoch damit. Und dann können wir noch mal drüber sprechen. Once I'm back in Sumeru, I'll be sure to find someone to help me recreate the dish. And then I'll make it all back. Okay. So, Leila, willst du schlafen gehen? I feel so much better now that I've gotten some food in me. Delicious food really does wonders for one's spirits. Ich hätte nie gedacht, dass du eine so anspruchsvolle Mission übernehmen würdest. My advisor said that young people shouldn't stay cooped up in the academia all the time. They told me that I should take the chance to get out and see the stars in other skies. Maybe I can think of it as my first internship experience. But it sure is exhausting. Ja, okay. Hmm. Oh. Okay, geh schlafen, meine Liebe. Wo ist denn Dori? Da ist Dori. Na, weinst du? Now, how should I justify a high price tag for a dish without any fancy ingredients? Maybe start by giving it a fancy-sounding name? Übrigens, dein eigentlicher Grund, das Gasthaus Wangshu zu wählen und keine Meeresfrüchte und so zu bestellen, ist... I should have known you'd see through me. Everyone was exhausted and seasick when I made the offer last night, so I figured they probably wouldn't be able to eat all that much today. Well, you saw how that turned out. I tried placing some limitations on the order to keep costs under control, but you still found a way around my schemes. That's what I get for not thoroughly researching the market beforehand. Hey, you're not even paying those too much of a salary. Just treat them fairly next time and don't be so stingy. Du hast gut reden, Paimon. Du schmarotzt doch, wann immer sich die Gelegenheit bietet. Yeah, but that's why Paimon's qualified to talk about this. Okay. Ach, Paimon. Okay. Und, was hast du noch zu sagen? Even though I didn't get to try Adeptus Temptation or Bamboo Shoot Soup, this trembling strings and rushing reeds was still quite impressive. Wer Thank hätte you for gedacht... making it- Oh, Entschuldigung, Farosan. Bist fertig? Wer hätte gedacht, dass du mal eine Mission annimmst, die nichts mit Ruinen zu tun hat? Well, about that. Even though newfangled contraptions are hardly my cup of tea, Dora's offer was quite enticing. She said that every time we stopped at a new harbor,
I'd be free to go and pick out some ancient books at the market and bring them back to Sumeru. I couldn't resist an offer like that. So I offered to join for the lowest possible pay to undercut all my Kshahrewar competitors. Okay. Alles klar. Na, dann sprechen wir jetzt mit Yan Shao. Und ich glaube, dann war es das erstmal. So. Haben wir gut We're gemacht, off mein to a Lieber. good start this morning. Keep up the good work. I'm Danke. counting on you. Paimon und du arbeiten bis zum Feierabend durch und bedienen unzählige Kunden und so. Ja, das war's dann. Erst einmal mit Freunde aus der Ferne. Zack, das ziehen wir uns noch rein, die 60-Uhr-Gesteine. Oh mein Gott, wie süß. Und die beiden machen wir dann in der nächsten Aufnahme. Dann danke ich dir wieder vielmals fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und bis dahin, bye bye.